Hallo, ich wasche gerade meine Klamotten und wie es der Zufall will, geht es heute um Kleidung auf einer Langzeitreise und was sich über die Jahre am besten bewährt hat. Das hier ist Teil 4 meines 100.000 Kilometer Spezials und es geht um die Kleidung, die man auf einer Langzeitreise dabei haben sollte. Wie immer resultiert das Gesagte aus meiner Erfahrung von 9,5 Jahren auf Reisen. Ich möchte dazu sagen, dass es hier um eine Langzeitreise geht, in der man auch andere Sachen macht als nur Motorradfahren. Eine Langzeitreise, in der man auch mal wandern geht oder mal in einen Club geht, mal ins Kino geht, Ausflüge macht oder mal mit dem Boot irgendwo hinfährt. Und es ist auch so, dass es eine Langzeitreise ist, die sich über alle Klimazonen erstreckt. Auch zu diesem Video gibt es wieder einen Artikel auf meiner Webseite, in der ich meine Klamotten aufliste. Es ist immer ein aktueller Blick, was habe ich gerade dabei. Also zurück zur Weltreiseplanung. Man geht in Globetrotter oder man liest sich im Internet durch und man rüstet sich am Anfang super aus. Am Anfang war ich tipptopp ausgerüstet mit dem neuesten Scheiß. Aber die Sachen verschleißen mit der Zeit und dann ist es so, dass es oft auch dann nicht so viel besser war als ganz normales Zeug und dass man dann es einfach nicht nochmal kauft, weil es halt sehr viel teurer ist. Und als Langzeitreisender lebt man eben unterwegs und man will nicht die ganze Zeit aussehen wie der Volltourist. Trotzdem will man natürlich wenig dabei haben, so wenig wie möglich, weil man das Zeug ja mit sich rumschleppen muss. Und da empfiehlt sich die Layer-Technik. Du kannst eben nicht für jede Situation den perfekten Ausrüstungsgegenstand dabei haben, weil es sonst einfach zu viel wird. Ja? Es gibt sehr viele spezialisierte Klamotten, die sehr gut sind, aber die sind für eine spezielle Situation und in allen anderen Situationen ist es einfach nicht nutzbar oder schlecht nutzbar. Es müssen Sachen sein, die für alles wie die Tenere, die kein Terrain perfekt kann, aber jedes so ein bisschen oder jedes ganz gut, so müssen auch Klamotten sein. Bei der Layer-Technik ist es eben so, dass du viele dünne Schichten hast, die eben nicht auftragend sind, jetzt keine Daunenjacke dabei zu haben oder so, sondern du hast eben viele dünne Schichten und die kannst du dann übereinander tragen und du kannst dann für jedes Wetter, ja, es gibt ja irgendwie 35 Grad, 40 Grad, 30 Grad, 25 Grad, da brauchst du schon 4 verschiedene Kleidungsstile, sage ich jetzt mal, also wie dick die Kleidung sein muss. Und dann kannst du dann 1, 2 Layer ausziehen und dann ist gut. Abends wird es dann wieder kühler, ziehst du wieder 1, 2 Layer an. Es regnet, einen wasserdichten Layer drüber und so weiter. Deswegen Layer-Technik, das ist das Nonplusultra. Und deswegen empfehle ich das auch bei Motorradklamotten. Meine Motorradklamotten werde ich noch mal in einem eigenen Video vorstellen, aber es überlagert sich ein kleines bisschen, die beiden Themen. Ich möchte nur sagen, wenn man jetzt seine Protektoren nicht in der Jacke drin hat, ja, man kann natürlich sagen, ja, die kann ich ja rausnehmen, aber wie oft nimmst du den Rückenprotektor dann raus? Das macht halt kein Mensch. Deswegen ist es gut, wenn du eine Jacke hast, die eben keinen Protektor hat. Die kannst du dann so tragen, aber auch auf dem Motorrad. Gehen wir ins Detail. T-Shirts. Auf Reisen gibt es den berühmten Spruch, wear one, wash one, spare one. Also trag eines, wasch eines und hab eines Ersatz. Also 3 T-Shirts. Ich komme damit nicht hin. Wenn ich jetzt den ganzen Tag Motorrad gefahren bin, dann will ich abends auf jeden Fall ein frisches T-Shirt anziehen. Ich will dann auch nicht jeden Abend irgendwie noch nach 10 Stunden Motorradfahren mein T-Shirt auswaschen müssen. Manchmal hast du ja nur ein Gemeinschaftsbad, dann musst du dann irgendwie da rausgehen und da dein T-Shirt in so einem Mini-Waschbecken waschen. Oft kommt da auch nur wenig Wasser raus und so. Oder du wäschst es in der Dusche, dann wo hänge ich es auf und so weiter. Ich habe da einfach keinen Bock drauf. Deswegen habe ich mehr T-Shirts dabei. 5 bis 8 T-Shirts sind für mich optimal, sodass ich einmal in der Woche waschen muss. Und es kommt noch dazu, dass ich habe ja kein Zuhause. Und ich habe ja keinen Besitz irgendwie. Ich komme auch nicht nach einem Jahr oder irgendwie dann zurück nach Hause und da sind meine ganzen Sachen, sondern alles, was ich besitze, ist auf diesem Motorrad. Deswegen haben diese T-Shirts oder die Klamotten haben dann auch einen emotionalen Wert. Und ich habe T-Shirts, die habe ich irgendwie vor 8 Jahren in meiner Lieblingsbar auf den Philippinen oder so gekauft. Und da freue ich mich jedes Mal, da erinnere ich mich jedes Mal dran, wenn ich das T-Shirt anziehe. Deswegen fällt es mir auch schwer, Sachen wegzuschmeißen, solche Sachen wegzuschmeißen. Ich schmeiße die wirklich nur weg, wenn sie hin sind. Und dann ist es auch so, ich bekomme auch oft mal ein T-Shirt geschenkt. Ja, wie das hier zum Beispiel, Ecuador Bike Rental. Da war ich in so einem Laden und habe mit denen geredet und die haben mir eine Dichtung verkauft und so weiter. Und dann hat er mir das T-Shirt geschenkt. Das trage ich jetzt halt. Und so sammeln sich eben T-Shirts an. Deswegen habe ich sogar im Moment mehr als 8 T-Shirts dabei. Aber das würde ich nicht empfehlen, es nimmt einfach zu viel Platz weg. Kommen wir zu den Materialien. Das Material, was am meisten gehypt wird im Moment, ist Merino. Es
soll bei Hitze kühlen, bei Kälte wärmen. Es stinkt nicht und es trocknet schnell. Also alles optimal. Nachteil ist, sie sind ziemlich teuer, diese T-Shirts. Ich hatte mal eins, aber das war bei mir so, dass es dann ziemlich schnell eingegangen ist. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das Wolle ist. Hier ist es halt so, auf Reisen muss es eben auch sein. Du kannst nicht irgendwelche Sachen haben, die speziell gewaschen werden müssen. Du gibst es hier zur Lavanderia, also zur Wäscherei, und die waschen das alles kalt in einer Maschine. Ja, meistens kalt, aber du weißt es nicht. Vielleicht waschen sie es auch heiß, vielleicht trocknen sie es auch 2 Stunden. In Indien und so, da haben sie die Sachen teilweise auf dem Waschbrett im Fluss gewaschen. Dann ist es halt schnell durchgerubbelt und so. Du brauchst eben robuste Materialien und dazu gehört Merino nicht unbedingt. Deswegen bei mir war es so, das ist halt brutal eingegangen und es hat mich dann nur noch genervt. Insgesamt ist Merino wahrscheinlich schon das Beste, aber eben nicht so haltbar. Die andere große Gruppe ist Synthetik. Das ist super leicht, super bei Hitze, trocknet schnell. Aber es stinkt wie die Hölle, also schneller als Baumwolle. Und ich finde es nicht besonders angenehm zu tragen auf der Haut. Und man sieht halt immer aus, als würde man irgendwie zum Sport gehen. Ich habe hier mal 2 Synthetik-Hemden rausgesucht. Also hier, das trage ich halt wirklich immer bei Hitze, weil es einfach dünn ist und das ist okay. Aber es ist ja immer aus diesem Rutschstoff. Die allermeiste Synthetik ist irgendwie Polyester mit Elastan. Und dann sind wir auch schnell beim Fußballtrikot, denn diese super Spezialshirts, für die eine Menge Geld verlangen wird, die sind das gleiche Material wie ein Trikot. Also klar, ihr sagt jetzt, Fußballtrikots sind super teuer, das stimmt auch, sind unverschämt teuer, aber man kann ja auch irgendwie für 5 Euro die auf dem Markt kaufen, das ist auch einfach nur Polyester. Deswegen habe ich das, aber es gibt auch Unterschiede, das ist schön leicht. Fußballtrikot, ja, ihr wisst ja, ich bin glühender Eintracht-Fan, Fußballtrikot ist halt, das ist schon warm. Meine allermeisten Shirts sind Baumwolle und es ist auch so, wenn ich ja keine Souvenirs kaufe, wenn ich mir mal ein T-Shirt kaufe, dann ist es eben irgendwie was als ein Andenken irgendwo und das ist halt immer Baumwolle. Und ich trage die beim Motorradfahren, ich trage die beim Wandern, ich trage die überall, ich trage die beim Sport, das ist okay. Ja? Ich weiß nicht, wie es bei euch war, als ich aufgewachsen bin, da hatte man halt Baumwolle an. Ja, heutzutage wird manchmal so ein bisschen getan, auch wieder, als würde man im Baumwoll-T-Shirt keinen Sport machen können, was halt absoluter Bullshit ist. Und ich habe eben Baumwolle und da gibt es eben auch riesen Unterschiede. Es gibt verschiedene Arten von Baumwolle. Ich habe T-Shirts, Baumwoll-T-Shirts, die sind super angenehm zu tragen, aber bei so einer Hitze hier, das ist mir einfach zu heiß dann. Ja. Und dann gibt es Baumwolle, die ist super leicht, angenehm. Baumwolle ist halt der Nachteil, die trocknet super schlecht. Also wenn du die jetzt wäscht, kannst du vergessen, dass die, also du wäschst sie abends im Hotel, kannst vergessen, dass die morgens trocken ist. Sie ist relativ schwer und sie riecht halt auch. Ja, wenn du ein Baumwoll-T-Shirt einen Tag getragen hast, hast geschwitzt, stinkt es. Nicht so krass wie Synthetik, aber halt Merino kannst du eine Woche tragen, stinkt einfach nicht. Das hängst du an die Luft, finished. Und wie transportiere ich T-Shirts? Da eignen sich Packing Cubes. Ja, das sind so, ja, wie sagt man, Behältnisse für Klamotten. Gibt es in verschiedenen Größen. Wofür braucht man Packing Cubes? Um eben in einer großen Tasche Sachen zu ordnen. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber vor 10 Jahren, als ich losgereist bin, war Eagle Creek so die Top-Marke davon. Ja, die machen verschiedene Größen von Packing Cubes. Das hier ist so eins, es hat halt Reißverschlüssen auf beiden Seiten. Ja, und es ist eigentlich dafür gedacht, ich mache es erstmal zu, so, eigentlich dafür gedacht, dass du auf der einen Seite frische Klamotten hast und auf der anderen Seite kannst du dann die Dreckwäsche rein tun. Ich quetsche da rein aber 8 bis 9 und habe auf beiden Seiten eben frische Sachen. Das ist super praktisch. Nachteil von den professionellen Packing Cubes ist, sie nehmen schon sehr viel Platz, also was heißt sehr viel Platz weg, aber mehr Platz weg als die Packing Cubes des einfachen Mannes, und zwar die Plastiktüte. Also ist auch wieder sowas, die sind gar nicht mal so billig, sind jetzt auch nicht super teuer, aber eine Plastiktüte geht auch. Ich habe dann eben nur noch diesen einen Packing Cube, der auch schon ziemlich ramponiert ist, aber der Rest geht halt in Plastiktüten, da portioniere ich das. T-Shirts falte ich nicht so zusammen, wie sie im normalen Geschäft sind, sondern ich nutze die Rolltechnik. Das sieht dann so aus und fällt auch nicht auseinander, und wenn man das ordentlich macht, ist es relativ knitterfrei. Ich führe es einmal vor, man hat hier das T-Shirt, man macht hier unten so einen Rand, schlägt das einmal so um. Ja. Dann legst du es hier hin, ist jetzt alles ein bisschen, weil es hier auf der Gartenliege ist und so weiter. Und mit einem dreckigen T-Shirt. Und dann legst du hier so die Ärmel rein, dann faltest du es einmal in der Mitte. Und wenn du das jetzt auf einer geraden Oberfläche
ordentlich eng zusammenrollst. Na, hier ist natürlich jetzt keine gerade Oberfläche, weil es immer so Löcher hat. Aber ich mache das jetzt mal so grob. Rollst du halt so zusammen. Und umso enger, umso ordentlicher du es zusammenrollst, umso knitterfreier ist es halt. Und zum Schluss, diesen umgeschlagenen Rand, den kannst du dann einfach so umschlagen. Und dann geht das auch nicht mehr auseinander. Weil wenn du diesen Rand unten nicht machst, dann rollen die immer wieder auf. Und so packe ich die dann hier im Packing Cube nebeneinander rein. Und ihr seht schon, das ist 1, 2, 3, da passen irgendwie 8 oder so rein. Ich quetsche da so halt viel rein, dass das Ding schon berstet. Deswegen ist es, hat das hier schon so Risse. Also Rolltechnik ist super cool. Aber ich würde das nicht für alles empfehlen. Man kann das auch mit Hosen machen, aber ich mache das eben nur bei T-Shirts. Das ist eben auch, dass es knitterfrei bleibt. Ein zweites Packing Cube habe ich hier noch, so eine kleine. Ich wollte nur mal zeigen, dass es verschiedene Größen gibt. Ich glaube, das ist für Socken eigentlich geachtet. Es gibt es auch für Schuhe, es gibt es für alles. Aber das ist auch so, am Anfang hatte ich viele davon. Und dann ist es eben auch so, am Anfang habe ich das gekauft, weil ich gedacht habe, oh, das ist super praktisch, super cool. Und dann auf Reisen so, ja, das ist schon ganz cool, aber brauchst du das? Ja, ist nice to have. Und das ist eigentlich auch die Message des Videos. Viele Sachen sind nice to have, aber du brauchst sie nicht unbedingt. Was transportiere ich hier drin? Meine Wäscheklammern, ich glaube, ich habe sie schon in meinem anderen Video gezeigt. Wäscheklammern und Wäscheleine ist eben praktisch, wenn du eben im Hotel mal wäscht oder so, und du weißt nicht, wo du es aufhängen kannst, dann spannst du da schnell die Leine, kannst es aufhängen, kannst da was trocknen. Wind, auch immer ein Problem, ja, der patagonische Wind ist ja berühmt. Mega gut für die Layer-Technik ist das Longsleeve, ja? Also ein T-Shirt mit langen Ärmeln. Das hier ist jetzt ein dünnes. Gibt es natürlich auch wieder in verschiedenen Materialien. Habe ich auch in verschiedenen Materialien. Ist gut zum Motorradfahren, weil du dann eben dir die Arme nicht verbrennst. Als Sonnenschutz allgemein, Moskitoschutz. Und du kannst eben auch dann wieder mit Layern arbeiten. Das hier ist übrigens auch ein Longsleeve. Also das kann man auch so falten, ist dann nicht größer als ein T-Shirt. Und ich habe 2 so Baumwoll-Longsleeves dabei und noch 2 so Motocross-Shirts fürs Motorradfahren. Kommen wir zu den Hosen. Ich habe eine lange Hose dabei. Und das ist eben keine Traveler-Hose, weil ich eben nicht aussehen will wie ein Traveler. Und schon gar nicht so eine Hose, die man so abmachen kann am Bein. Ja, da hast du beides in einem. Lange Hose und kurze Hose. Super praktisch. Ja, ist super praktisch, sieht aber scheiße aus. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Wenn ich in der Stadt irgendwie weggehen will, ich gehe auch mal in den Club oder mal ins Theater. Und dann habe ich eben die eine Hose dabei. Die hat halt noch so ein Gimmick. Die hat hier eine Innenreißverschlusstasche, also so für Motorradschlüssel oder so oder eben auch Hotelzimmerschlüssel, den man auch gerne mal verliert, wenn man irgendwo mal in eine Kneipentour geht oder so. Dann hast du hier einen Reißverschluss, dann weiß ich immer, okay, das ist safe. Und dann kann ich auch mein Portemonnaie zum Beispiel reintun oder passt eine Kreditkarte rein oder Bargeld. Und sie ist vor allem auch dünn und leicht, weil es eben so ein Chino-Stoff ist. Es ist eben eine Stoffhose. Das ist nämlich der große Nachteil von Jeans, dass sie sehr, sehr dick und auftragend sind im Gepäck, also selbst dünne Jeans. Also Jeans ist keine Hose, die man auf Reisen unbedingt empfehlen kann. Nachteil ist, wenn die eine Hose dreckig ist, musst du halt irgendwas anderes tragen. Ja? Manchmal ist es kalt, kannst keine kurze Hose tragen. Es empfiehlt sich noch eine Jogginghose vielleicht dabei zu haben, hatte ich auch immer dabei. Die hat dann immer viel Platz weggenommen. Ich habe im Moment eine andere Lösung und zwar habe ich 2 Motorradhosen. Ich wechsle dann immer die Protektoren. Ich habe dann immer eine, in der ich gerade fahre, in kalten Gegenden und eine für warme Gegenden. Und ich habe jetzt hier, das ist meine Sommerhose und die trage ich dann als Jogginghose, ja, ohne Protektoren. Ja, hier brauche ich die natürlich nicht, weil es zu heiß ist. Aber das ist meine Lösung, die ich im Moment habe. Ist natürlich nicht ganz so geil wie eine Jogginghose. Und da ist es auch so, wenn du eine Synthetik-Jogginghose hast, es kommt oft vor, oder bei mir kam es oft vor, dass du im Hostel irgendwo am Feuer sitzt und so. Und Synthetik für Feuer, da geht ein Funke drauf, hast du sofort ein Loch drin. Deswegen, da musst du aufpassen. Da ist dann, also selbst Baumwolle und so, da kannst du es nochmal so machen, aber bei Synthetik kannst du so machen, hast du sofort ein Loch drin oder so, zumindest so einen braunen Rand. Das ist meine Lösung, die ist schon okay. Eine Jogginghose ist halt bequemer. Dann habe ich noch eine kurze Hose dabei. Zu der Hose möchte ich noch dazu sagen, dass es Behörden gibt, um Visum zu verlängern. Ich glaube, hatte ich es in Hongkong? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall hier in Venezuela war es so, da musstest du, um dein Visum zu verlängern, eine lange Hose tragen. Also du solltest auf jeden Fall eine lange Hose dabei haben oder eine ordentlichere Hose dabei haben. Ich glaube, es wäre egal gewesen, ob du jetzt so eine Traveler-Hose gehabt hättest oder nicht, will ich dazu sagen. Aber ich will nur dazu sagen, dass du eine lange Hose haben musst. Und in manchen Behörden auf der Welt ist es auch so, dass du ein Hemd anhaben musst. Deswegen, ich habe ein Hemd dabei. Und damit kann ich halt auch mal irgendwie in der Stadt ausgehen und habe dann immerhin ein Hemd an. Ich habe auch einen Freund, der ist Motorradreisender, der fährt immer im Hemd Motorrad. Das geht auch.
Und ich habe einen Gürtel, den trage ich in allen Hosen. Wenn ich Motorrad fahre, trage ich den. Wenn ich die andere Hose, also ich wechsle dann immer den Gürtel, nur einen Gürtel dabei zu haben. Und ich habe eine Badehose. Und zwar so eine Shorts, weil die kann ich dann auch, also ich trage eh keine Slips, ja, so Speedo-Slips. Aber manche Leute tragen vielleicht lieber Speedo-Slips beim Schwimmen. Aber diese kannst du halt auch anziehen, wenn du die jetzt mal in die Wäsche gibst, hier im Amazonas, kannst du halt mit der auch noch mal über den Tag irgendwo rumlaufen. Dann siehst du natürlich aus wie der Bademeister, aber es geht schon. Und passend zur Badehose natürlich das berühmte Travel-Handtuch. Das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie lang das ist, 1,20 m oder so. Also ein großes Handtuch. Es gibt noch größere, es gibt kleinere. Das hier ist von North Face. Habe ich allerdings in Indien gekauft. Weiß ich nicht genau, wie original das ist. Aber das ist ja, das habe ich jetzt auch schon, weiß ich nicht, 7 Jahre oder so, 6 Jahre. Und das kannst du eben schön klein zusammenfalten. Das ist der Vorteil. Viel kleiner als so ein Froddy-Handtuch. Ja. So. Ja. Und es trocknet halt auch super schnell. Großer Nachteil bei diesen Travel-Handtüchern ist, dass wenn du jetzt morgens geduscht hast und dann packst du die in deine Tasche feucht, dann stinkt es halt und es wird auch nicht mehr, also das stinkt so lange, bis du es gewaschen hast. Also es stinkt, du musst die immer trocknen lassen, bevor du die einpackst. Im Optimalfall. Geht natürlich nicht immer. Oft ist es dann auch so, dass irgendwie diese Badezimmer dann so ohne Fenster und so, dann trocknet das Handtuch darin nicht richtig, dann stinkt es halt. Wenn wir gerade dabei sind, dann möchte ich auch kurz Badezimmerzeug ansprechen. Ich bin da oldschool. Ich habe tatsächlich hier so, das kennt man, Reisentel oder wie heißt diese Marke? Ich weiß nicht, meiner ist schon so alt, der ist schon auch 10 Jahre alt. Hier, ja, Reisentel. Ist so eine Marke, die bekannte Marke, die macht solche Sachen. Den kannst du halt so mit dem Haken irgendwo aufhängen. Und da sind halt viele Taschen dran. Wie gesagt, meiner ist schon ziemlich ramponiert, ist aufgerissen und so. Aber es ist super cooler Travel-Reisebeutel. Viele Traveler benutzen das hier als Badezimmerbeutel. Geht auch. Der berühmte Zipperbeutel. Überhaupt sollte man Zipperbeutel immer dabei haben, empfehle ich. Kannst du halt zumachen, sind dann sogar wasserdicht, wenn sie nicht Löcher haben, so wie meine. Aber das ist super gut. Und das ist auch wieder so, man denkt dann oft, oder ich habe das auch oft gedacht am Anfang, ja, ich kaufe immer alles und auch noch Ersatz und so, noch 17 Ersatzrasierklingen und so weiter. Das brauchst du nicht. Es gibt in allen Ländern Geschäfte und gerade diese Gillette-Dinger, Rasierklingen, die gibt es überall auf der Welt. Kostet halt viel weniger als in Deutschland. Also du brauchst nicht in Deutschland 17 Rasierklingen mitschleppen. Und ihr wisst ja, ich bin mein eigener Friseur und ich habe noch eine Elektromaschine, mit der ich mir immer die Haare rasiere. Die hält auch schon viele Jahre. Was ich noch empfehlen kann, ist immer dabei zu haben Oropax. Ja, das sind hier jetzt welche, die habe ich jetzt hier neu gekauft. Die haben jetzt so eine Schnur, damit man die so rausziehen kann. Weiß ich noch nicht, ob ich davon so begeistert bin. Aber ich empfehle auf jeden Fall, es gibt die aus Plastik, es gibt auch so super teure. Ein Kumpel von mir hat sich mal so super teure aus, mit was weiß ich, was die können sollen. Super schallisoliert und so gekauft. Aber die fand er schlechter und unbequem, denn am besten sind diese Schaumstoffdinger. Die rollst du halt so, also die Technik ist so, nimmst die so, rollst die so zusammen, dann werden die immer schmaler, dann steckst du sie schnell ins Ohr, dann hältst du sie so ein bisschen drinne und dann werden die halt so groß und dann schließen sie das Ohr richtig ab. Kann man immer gebrauchen. Bellende Hunde, Marokko, bellende Hunde überall. Ich sage immer, Deutschland ist das leiseste Land der Welt. Also wenn ihr das gewohnt seid, nehmt euch Oropax mit, weil überall woanders ist es lauter. Deswegen nehmt euch das mit. Irgendwann werdet ihr es gebrauchen können. Und das nimmt ja gar keinen Platz weg. Ich habe natürlich allerhand hier Scheiß dabei. Nur ein paar Empfehlungen. Das habe ich schon öfters mal empfohlen. Seifendose, ihr braucht nicht immer so ein Duschgel halt dabei zu haben. Mir ist es öfters mal, auch im Flugzeug und so, früher war ich ja Backpacker, aufgeplatzt, ausgelaufen und es nimmt halt viel Platz weg. Es ist halt viel teurer auch, Duschgel zu verwenden. Deswegen ein Stück Seife und dann in so eine Seifendose. Hier in Südamerika gibt es in fast jedem Hotel Seife umsonst, brauchst du quasi nie Seife kaufen. Und noch die Zahnbürste, da kann man noch dazu sagen, die normale Zahnbürste, da hast du halt immer so frei diese Borsten. Es gibt natürlich welche, die haben so eine Kappe. Die zerbrechen bei mir immer diese Kappen irgendwann durch den Druck, dann im Gepäck und so weiter. Dann gibt es eben diese Variante. Ja, die steckst du so zusammen und dann kannst du so machen und dann ist es dicht. Das ist eigentlich ganz gut und es gibt noch so klappbare Unterhosen. Bei Unterhosen ist es auch so, dass ich nicht nur 3 dabei habe. Es kann eben sein, dass du manchmal 2 Unterhosen am Tag brauchst, nicht weil du die voll scheißt, sondern
weil du irgendwie verschwitzt bist oder weil es stark geregnet hat beim Spazierengehen oder beim Motorradfahren oder wie auch immer und du nicht gleich die Regensachen anhattest. Aber ich habe da auch keine Spezialmaterialien. Genauso handhabe ich es mit den Socken. Alles Baumwolle. Ich habe kurze Sneakersocken, mittellange Socken und ganz lange Socken und ich benutze sie auch wieder allround, sowohl für normale Tage in der Stadt als auch zum Motorradfahren. Und da, wie verstaue ich die? Die trage ich auch nicht extra, sondern Socken kann man natürlich immer überall geil hinstecken, aber man kann sie natürlich in die Schuhe reinpacken. Kannst du 4 oder 5 Paar reinpacken, dann ist es in den Schuhen, dann hast du eben diesen Raum, den verschenkten Raum in den Schuhen genutzt. Und dann sind wir auch schon bei den Schuhen. Ich trage ein Paar Sneaker. Ja? Ich meine, ich habe die Motorradschuhe und habe ein Paar Schuhe dabei. Schuhe ist halt, das nimmt mega viel Platz weg. Ich hatte ganz am Anfang als Backpacker 2 Paar Schuhe dabei. Als ich in China angekommen bin, ich hatte noch weiße Tennisschuhe dabei. Also das ist halt das Dümmste, was du mitnehmen kannst, weiße Schuhe. Ich habe sie dann in China in einem Hostel gelassen und ich habe auch auf meinem Blog einen Artikel mal geschrieben über was sind die besten Traveler-Schuhe. Und am Anfang hatte ich immer Adidas Terrex. Das ist so ein Traveler-Schuh, die haben so eine Kontinentalsohle, super rutschfest. Gore-Tex war das, wasserdicht. Das Gore-Tex ist eben heiß, sind sehr warm die Schuhe. Wenn die Pfütze halt tiefer als so ist, läuft das Wasser halt oben rein. Da bringt der Gore-Tex auch nichts. Und das Problem ist, wenn die einmal nass werden, diese Gore-Tex-Sachen von innen, diese Terrex-Schuhe, dann dauert es ewig, bis die trocken sind. Und durch diese Kontinentalsohle waren die eben super schwer. Deswegen habe ich mir einfach, das hier sind so Under Armour Schuhe, einfach so einfache Sneaker gekauft. Ganz dünn und dann habe ich die angehabt und dann habe ich gedacht, so, boah, die wiegen halt ein Drittel von den Terrex. Und das macht halt was aus, beim Wandern macht es was aus. Mit denen kann ich genauso gut wandern, ja, komme ich auch überall hin. Überhaupt, das ist auch immer so, ja, du brauchst eine super Sohle und so weiter. Ja, ich bin in Borneo auf den höchsten Berg Südostasien gewandert. Also da läufst du einen Tag hoch zum Basecamp. Also es ist schon wirklich hoch und steil. Ich war da tot am Ende. Und da laufen halt auch wieder die Einheimischen in Flipflops da hoch. Da habe ich ein bisschen übertrieben, aber zumindest laufen die da mit normalen Turnschuhen hoch, wie man sieht. Deswegen, ich kann empfehlen, ein paar leichte Sneaker mitzunehmen mit vielleicht nicht einer ganz glatten Sohle. Und Farbe empfehle ich schwarz, dreckresistent. Deswegen ein paar schwarze Sneaker empfehle ich. Und was ich immer dabei habe, ist ein paar Flipflops. Normalerweise habe ich die dabei, die immer so, also richtige Flipflops, so Hawaiianer-Style. Und jetzt habe ich mir zum ersten Mal so Adiletten gekauft. Und die sind natürlich noch komfortabler zum in die Dusche gehen und so weiter. Wenn ich mit denen laufe, irgendwie über Stock und Stein, dann ist es so, dass man bei denen so vorne durchrutscht manchmal. Ja? Wenn dann bleibst du da vorne hängen und dann rutscht du vorne durch. Das passiert dir halt bei den Flipflops, diese Hawaiianer mit diesen Mittel, also an den Zeh gestoppt werden sozusagen, passiert dir da nicht. Da ist es dann manchmal so, dass es dann reibt. Ne? Da kommt es aber auf den Flipflop an. Aber ich würde die anderen empfehlen, weil die auch leichter sind als diese hier. Die sind schon auch schwerer, diese Adiletten. Und tatsächlich habe ich noch ein weiteres Paar Schuhe dabei, und zwar Schwimmschuhe. Die habe ich auch für kleines Geld, glaube ich, auf den Philippinen mal gekauft. Das sind so Neoprenschuhe mit einer Gummisohle, weil es gibt oft so Strände, Steinstrände, so Meer, ne, wo du über Steine laufen musst und so. Und ich habe da immer gesagt, so, ich habe Bürofüße, ich kann da so schlecht laufen. Im Oman, da gibt es immer diese, ich habe Wadis heißt das, glaube ich. Das sind so wie so Canyons mit so Flüssen, das ist wunderschön, atemberaubend. Aber da musst du halt manchmal ziemlich weit so im Wasser über so Stock und Stein laufen. Manche Leute können da ganz gut laufen. Meine damalige Freundin, die konnte da ganz gut durchlaufen. Ich bin da halt wie der erste Mensch durchgelaufen. Und wenn du dann Schwimmschuhe hast, das rettet dir das Leben. Und die nehmen halt auch keinen Platz weg. Und die kannst du natürlich auch so tragen. Ist jetzt auch nicht die Schönheit vom Lande, aber könnte man auch so tragen. Dann kommen wir noch zur Winterbekleidung. Longsleeve habe ich ja schon vorgestellt. Wenn es dann noch kälter wird, dann, ich hatte am Anfang immer noch so einen geilen Kapuzenpulli dabei. Das ist natürlich super bequem, auch zum Schlafen toll, wenn es dann kalt ist. Hier gibt es ja auch in den Anden und so keine Heizung. Das ist 0 Grad, aber da gibt es keine Heizung. Dann schläfst du halt im Kapuzenpulli und hast du noch die Kapuze. Das ist super geil. Aber die sind halt fett zum Auftragen. Also wenn du jetzt mal dann 3 Monate im Amazonas reist, dann ist halt die halbe Tasche mit deinem Kapuzenpulli voll. Ich habe im Moment keinen. Aber ich habe einen nicht besonders schönen, aber einen sehr, sehr dünnen Pullover. Ja, den kann ich so leicht so zusammen machen und das ist Kaschmir. Und der ist wirklich warm. Ich habe den in Chile gekauft, in so einem Second-Hand-Shop. Aber der ist super warm. Also
Ja, und den habe ich halt hier dann immer irgendwo drin und der ist halt super klein, Kaschmir. Und da möchte ich noch mal auf ein anderes Material hinweisen, und zwar Vlies. Wer ein 80er-Kind ist, kennt das, diese hässlichen Fleece-Pullis mit diesen großen Krägen und so. Aber es gibt mittlerweile sehr schicke Fleece-Pullis. Die sind dann zwar nicht ganz billig. Und das ist was ich gerne noch mal ausprobieren will, weil mir Leute erzählt haben, dass Fleece wirklich super bequem ist, super warm und eben auch klein zusammenfaltbar. Genauso ist es eben auch, wenn du jetzt keine Jogginghose hast, du kannst auch in der langen Unterhose, wenn dir das nicht zu peinlich ist, so Men in Tights mäßig, falls jemand diesen Film noch kennt, mit einer langen Unterhose irgendwie rumzulaufen, geht natürlich auch. Und ist natürlich auch nochmal ein Wärmelayer, weil manchmal ist es echt kalt. Zur Kopfbedeckung. Ich empfehle auf jeden Fall, einen Sonnenhut dabei zu haben. Basecap ist natürlich das, was am geläufigsten ist. Und ich habe jetzt auch wieder eine. Ich bin früher immer mit Basecap gereist, aber es ist dann so, dass die halt im Gepäck, dann wird immer drauf gedrückt. Das kannst du halt auch außen ans Gepäck hängen. Ist halt auch kacke beim Motorrad, wird halt schweinedreckig. Aber als Backpacker kannst du das machen. Aber manchmal sind die halt hinten zu, dann kannst du die irgendwo nicht mehr irgendwo dranhängen. Dann hast du die halt im Gepäck, dann drücken die ein und dann sieht es halt aus wie Hund. Deswegen habe ich eine andere Lösung, und zwar habe ich so einen, hier so einen Schlapphut. Den habe ich auf den Bahamas gekauft und den, ja, ist schon 3,5 Jahre her. Den kannst du falten, wie du willst. Den kannst du immer wieder so machen, wie er vorher war. Ich meine, klar, wenn ich den jetzt so aufsetze, dann sieht er jetzt 3 Tage aus oder 2 Tage aus wie Hund, aber dann sieht er normal aus. Du kannst ihn auch einmal bügeln oder einmal irgendwie ordentlich im Hotel hinlegen, dann ist er wieder gerade. Aber den kannst du biegen, wie du willst, und es ist ein Sonnenhut. Wenn es dann kälter wird, würde ich auch noch ein Beanie empfehlen oder halt eine Wollmütze, irgendeine Mütze, ja, empfehlen. Man kann natürlich auch so einen Buff nehmen. Ja, das ist wie so ein Schlauchding. Man kennt es auch vom Skifahren. Und ich habe so eins, das ist unten dünner Stoff und oben so Vlies. Trotzdem würde ich sagen, es ist nur für Winter. Ich habe noch so ein ganz dünnes für den Sommer. Trage ich aber ganz selten, ehrlich gesagt. Aber das nimmt halt ganz, ganz wenig Platz weg. Was ich anstatt des Pullovers habe, ist so eine Adidas-Jacke. Also nicht immer von Adidas, aber jetzt. Ja, ich meine, das ist natürlich, die habe ich hier in Ecuador gekauft für 8 € oder so. Nachteil ist halt, hier hat halt keine Kapuze, gibt es aber auch mit Kapuze. Bei Kapuze ist der Nachteil, dass wenn du so eine Jacke hast, so eine Motorradjacke, dann Motorrad fährst und machst die dann zu, dann ist da kein Platz. Dann hast du die entweder so ein Wulst hier hinten mit der Kapuze, wenn du einen Kapuzenpulli anhast, oder eine Kapuzenjacke da drunter, oder du lässt sie halt raushängen, dann schnürzt die hier so ab. Oder es war halt auch so, dass die dann eben hier so ist, die Kapuze, und dass es dann mir den Helm so runtergedrückt hat. Da ist eben eine Kapuze unpraktisch. Deswegen hat auch meine Regenjacke, ich habe nur die Regenjacke, die zu meiner Motorradjacke gehört. Die ziehe ich entweder über meine Motorradjacke drüber oder trage die halt so als Regenjacke. Aber die hat eben keine Kapuze, weil es eben aus der genannten Problematik. Deswegen wäre es cool, wenn man die irgendwie so wie hier, glaube ich, kann man das bei der. Ich habe natürlich jetzt noch eine Jacke, die habe ich geschenkt bekommen. Das ist so eine ganz leichte Windbreaker. Die hat eben so, dass die Kapuze hinten so eingerollt ist. Und das ist halt dann kannst du es eben für beides benutzen. Ich will nur auf die Kapuzenproblematik hinweisen. Und ich habe tatsächlich noch eine richtige Winterjacke. Bei mir war es dann eben die Frage Pullover oder Jacke. Und ich bin eine Zeit lang im Pullover gereist. Das hat Vor- und Nachteile. Pullover ist halt nicht winddicht, nicht regenabweisend und so weiter. Und dann habe ich jetzt die Jacke. Ja, ist das Gleiche, aber mit Kapuze. Und hier kannst du die Kapuze abmachen. Das ist ganz praktisch, wenn du die dann zum Motorradfahren unter die Jacke dran anziehst, kannst du halt die Kapuze abmachen, dann stört sie dich nicht. Und ansonsten kannst du die Kapuze drauf machen, hast dann eben eine Kapuze, wenn es regnet. Und die ist halt so regenabweisend. Ist halt nicht wie so ein Kapuzenpulli, dass sie sofort nass ist. Aber ist halt auch nicht so kuschelig wie jetzt ein Kapuzenpulli. Bei Klamotten ist es eben auch so, dass man immer ein bisschen Kompromiss eingehen muss. Man muss dann herausfinden, was man braucht für sich selber, was bequem ist und was nicht. Du kannst nicht alles dabei haben. Und nehmt euch auf jeden Fall eine Sonnenbrille mit. Denn in Wüsten, vor allem so Salade Uyuni oder auch im Schnee, da werdet ihr halt schier blind. Und wenn ihr kein Sonnenvisier im Helm habt, dann könnt ihr die Sonnenbrille natürlich auch dafür perfekt nutzen. Ganz zum Schluss soll sich der Kreis schließen, und zwar zum Waschen mit der Hand. Kommt immer mal wieder vor, dass es entweder sehr teuer ist, irgendwo waschen zu lassen, oder dass es keine Waschmaschine gibt, dass man schnell was mit der Hand waschen muss. Und dann ist eben die Frage, Flüssigwaschmittel, Waschpulver oder Waschseife. Flüssigwaschmittel hat keine richtigen Vorteile. Waschpulver kannst du auch in eine Flasche füllen, kleine PET-Flasche, und hat den Vorteil, dass wenn du am Motorrad gearbeitet hast, das ist halt so, damit kannst du dir super geil das Öl von den Fingern waschen. Also Waschpulver ist dafür super geeignet. Und ich benutze meistens die Waschseife. Das ist wie so ein Stück Seife, das ist Waschmittel, das ist halt auch gut zum Transportieren, hält ewig, und wasche mit Waschseife.
Das nur dazu, dass es das gibt. Und das war's von der Alltagskleidung. Ich hoffe, das ein oder andere Nützliche war dabei. Kommentiert es mir gerne, freue ich mich immer. Ich möchte mich noch für die neuesten Unterstützer bedanken, und zwar bei Stefan und bei Frank. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Ruti. Adios.